Ja, wo geht's schon wieder hin, mein Mäuschen, hä? Sind wir wieder unterwegs? Ja, muss ich mich so langsam wieder an den Rechtsverkehr gewöhnen. Das ist dann schon immer eine Umstellung, wenn man wieder aus England zurück ist. Und nachdem wir ja dieses Jahr fast keinen Sommer hatten, in Schottland war es fast durchgehend 14 Grad und Regen. In England hatten wir dann ein paar wenige heiße Tage, aber so ein wirklich Sommergefühl hat sich bei mir dann nicht eingestellt. Und als ich jetzt dann im Herbst, und normalerweise liebe ich ja den Herbst, wieder in Bayern war, dachte ich mir, ich glaube, wir haben ein bisschen Nachholbedarf, oder, Maxel? Ha? Von dem her haben wir uns kurzfristig entschlossen, meinen Vater in Sizilien zu besuchen, denn der lebt da. Und wenn ihr Bock habt auf diesen kleinen Roadtrip von Bayern nach Sizilien, ja, dann seid ihr hier richtig. So, jetzt schauen wir mal, wie das geht. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Eine digitale Maut gekauft. A13, Brenner Autobahn. Ja, ich denke mal schon, oder? Guten Morgen! Wir haben letzte Nacht beim Gardasee übernachtet. Maxel, kannst du glauben, dass wir November haben? Ja, ich glaube, er genießt die Sonne auch schon sehr. Und ich muss sagen, ich ehrlich gesagt auch, weil ich bin irgendwie noch nicht bereit für Herbst und Winter. Das haben wir gut gemacht, gell? Dass wir nach Italien geflohen sind. Wie? Du kannst mir doch nicht im Ernst sagen, dass dir zu heiß ist. Okay, ich verstehe. Maxel vermisst das englische Wetter. Ja, ich laufe jetzt wieder zum Hotel zurück. Dann werde ich frühstücken und dann fahren wir weiter nach Livorno. Denn da geht heute Abend unsere Fähre nach Palermo. So, wir sind in unserer Schiffskabine. Ein Bett für den Hund und eins für mich. Und wir haben sogar einen Blick nach draußen. In einer Stunde fährt die Fähre los. Und dann sind es gut 20 Stunden bis nach Palermo. Das heißt, morgen Nachmittag kommen wir da an. Oh Gott, ich bin fertig. Wie jetzt? Entschuldigung, das ist aber mein Bett, Maxel. Das ist mein Bett. So, und das ganze Stück fahren wir dann. Den ganzen Stiefel nach unten und dann bis nach Palermo. Ja, guten Morgen, Maxel. Bist du gut geschlafen? Oh, morgen. Ja, also ich muss sagen, ich war erstaunt. Ich habe doch einigermaßen halbwegs gut geschlafen. So, dann ziehe ich mich mal an und dann gehen wir mal zu diesem Gassi-Bereich. Ja, Maxel, nein, hier lang. Nein, nicht da, Maxel. Da geht's rein, komm. Super.
da muss jetzt dein Geschäft machen. Mehr Gassi, Grünfläche gibt's leider nicht. So, du bleiben? Ich guck mir mal den Sonnenaufgang an, gell? So, jetzt bin ich gleich aus Palermo draußen. Das war jetzt mega anstrengend zu fahren, weil der Fahrstil der Süditaliener etwas gewöhnungsbedürftig ist. Es ist immer so ein bisschen das Recht des Stärkeren. Aber jetzt fahren wir 1,5 Stunden die Nordküste entlang und dann bin ich mega gespannt, was Maxl, wenn wir dann angekommen sind, was er denkt, ob es ihm da so gefällt. Also ich habe mich schon mal verfahren. Ich bin hier irgendwo in der Pampa gelandet, weil das ist gar nicht so leicht zu finden. Aber ich glaube, jetzt sind wir dann hoffentlich bald da. Ja Mensch Maxl, wohin habe ich dich hier entführt? So. Bin ja mal gespannt, ob ich da jetzt hochkomme, weil das ist ganz schön steil. Versuchen wir es mal. Vielleicht mit ein bisschen Anlauf. Warte, wir müssen jetzt hier einen auf ja. Kennst du den noch, ha? Kennst du den noch? Maxl, wo bist denn du? Wo bist denn du? Bist du in Sizilien? Ja, Maxl, wo bist denn du jetzt? Viel Platz, um Ball zu spielen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin ehrlich gesagt noch ziemlich fertig. Dafür ist der Hund umso aufgedrehter und ja, man merkt schon, dass es ihm hier sehr gut gefällt und er will ständig spielen und kommt ständig mit seinem Ball an. Aber ich würde sagen, mein Vater und ich, wir zeigen euch einfach mal dieses wunderschöne Grundstück und was hier alles so kreucht und fleucht und wächst, denn es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Also das hier hast du gesagt, das ist ein... Das ist der rote Pfeffer. Da, hier zum Beispiel das da, hier ist alles, werden alles Pfefferkörner. Wow. Ja, du hast ja mal gesagt, dass sich hier in Sizilien so ein bisschen die Natur so anders herum, also im Sommer ist alles tot, weil es so heiß ist und im Winter sozusagen... Genau, richtig, ja. Ende Frühling stellt sich die Natur auf eine Ruhephase ein und nachdem der Sommer vorbei ist, explodiert förmlich die Natur. Ah ja, hier sind die roten, die haben wir noch nicht geerntet, die haben wir vergessen. Muss ich erst mal hier aus dem Dschungel rausfinden. Aha. Die Pflanze, da bin ich dann neugierig. Die haben wir letztes Jahr erst gepflanzt. Das ist die Königin der Nacht.
Und die hat also ganz große Blüten. Warum heißt die Königin der Nacht? Weil die nämlich einmal im Jahr blüht die, aber auch nur für 2 Stunden und mitten in der Nacht. Und hier haben wir 2 Kiwi-Pflanzen. Das ist eine männliche Pflanze und das ist eine weibliche Pflanze. Und die müssen zusammen sein, weil sonst tragen die keine Früchte. Und hier unser Feigenkaktus. Also im Sommer sind dann die Früchte reif. Die kann man gut essen, da kann man gute Gerichte draus machen. Und die sind hier also in großer Anzahl vorhanden. Man darf die aber nicht mit den Fingern anfassen, sondern man muss Handschuhe anziehen, weil die haben nämlich so ganz kleine Widerhaken drinnen. Die gehen aus der Haut nicht mehr raus. Also da muss man richtig rausschruppen, um die wieder rauszubekommen. Und hier ist unser Zitronenbaum. Und die sind meistens so im Februar, März sind die Früchte dann reif. Das ist unser Feigenbaum. Der ist so meistens im September, sind dann die Feigen reif. Die sind unheimlich süß, sehr süß sind die. Ja, weil sie wahrscheinlich hier auch so viel Sonne abbekommen. Ja, der Geschmack einer Feige ist viel intensiver hier. Vater, mir wird zu heiß. Es ist Anfang November und ich bereue es, dass ich nicht mehr kurze Hosen mitgenommen habe. Und das ist unsere Fläche für die Wohnmobile. Und immer wieder haben wir Gäste da, die mit ihren Wohnmobilen kommen und die finden den Platz hier wirklich super. Das ist immer eine nette Gemeinschaft hier. Die kommen dann hoch, oben wird dann gemeinsam gegessen und geratscht. Ja, genau. Also was mein Vater eben und seine Lebensgefährtin machen, ist, dass sie das Haus, dass man das sozusagen auch mal mieten kann oder zumindest ein Zimmer mieten kann oder so einen Standplatz hier unten, gell, Vater, oder? Ja, genau. Und du hast gesagt, ihr habt auch eine Webseite. Genau, richtig, ja. Leute, wenn ihr mal Bock habt auf Sizilien und auf dieses Paradies, tue ich euch den Link zu der Webseite unten rein. Bei dem Bau von dem Parkplatz haben unsere Mitarbeiter sehr viel mitgeholfen. Die sind in der Nacht immer gekommen und haben hier die Gruben gegraben. Die Erde war locker und ich musste einfach nur die Schaufel nehmen und das Ganze und den Rechen und das alles verteilen. Ja, ich weiß, welche Mitarbeiter der Vater meint. Das sind die Wildschweine. Das zeigen wir euch noch. Die kommen nämlich immer von hier oben, vom Berg runter und graben riesige Löcher. Was wie gesagt gut ist, weil sie dann die Erde auflockern, die gerade im Sommer wirklich steinhart ist. Also hier rechts ist auch so ein Olivenhain, der gehört aber einem Nachbarn, oder? Genau, das gehört dem Nachbarn. Und der große Olivenbaum, Der gehört noch zu uns. Der gehört noch zu uns, okay. Mhm. Ja, vor 2 Wochen ist der geerntet worden und auch die anderen Bäume alle. Ah, okay. Und habt ihr das selber gemacht? Nein, wir haben das jetzt anders organisiert. Und zwar, man muss eins wissen, dass das beste Olivenöl dann letztlich erzeugt werden kann, wenn man die Oliven frisch vom Baum nimmt und dann sofort an dem Tag zur Presse fährt. Und dafür haben wir zu wenig Bäume und deswegen haben wir uns mit den Nachbarn zusammengetan. Und der Nachbar, der holt sich die Oliven aus unserem Garten, nimmt dann seine Oliven her, geht an dem Tag gleich zur Presse und bringt uns die Hälfte von dem, was er hier geerntet hat, uns als Olivenöl. Ich zeige dir da was. Oh, okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich sehe es schon. Ja, der Hammer. Hier ist das Olivenöl. Und das Schöne daran ist, wir wissen, dass es wirklich die beste Qualität hat. Wie viele Liter sind das jetzt? Das sind 11,5 Liter. Wie viel Oliven braucht man für so viel Olivenöl? Ja, es ist 1:10. Also das heißt, aus 10 Kilo Oliven bekomme ich 1 Liter Öl. Also hier haben wir unseren Brunnen. Der geht sehr tief runter. Und da pumpen wir jeden Tag frisches Wasser hoch. Wir sind hier total autark. Wir haben unsere eigene Wasserversorgung, wir haben unsere eigene Kanalisation. Wir haben alles, was wir eigentlich normalerweise brauchen. Es kann also überall ein großes Problem auftreten. Hier haben wir kein Problem, weil wir selber alles haben. Also Leute, wenn ihr Weltuntergangsangst habt, dann kommt hierher. Hier kann man als Selbstversorger leben. Ja, genau. Und ab nächsten Jahr haben wir dann auch noch Solarstrom. Das sind jetzt hier so diese ganzen... Das sind, ja,
Ich Das habe ist- nämlich erst am Anfang gedacht, der Vater hat versucht, hier irgendwelche Terrassen zu machen, aber nee, das Nein. waren die Schweinchen. Und die kommen immer, hast du gesagt, von hier oben, oben, ja. runter, graben dann in der Nacht fleißig um. Das sieht man, die graben teilweise ganz schön richtig tiefe Löcher. So, hier ist die Grundstücksgrenze. Man sieht den Schweinchenpfad, wo sich die Schlawiner immer reinschleichen durch die Hintertür. Ja, und diese Eichen hier sind alles Korkeichen, genau. Die schützen sich mit ihrer Rinde vor Waldbrand. Also heute ist schlechte Fernsicht. Normalerweise bei guter Fernsicht sieht man hier die Liparischen Insel. Ja, es ist ein bisschen diesig. Mhm. Die sieht man sehr deutlich normalerweise. Wir sind hier in der Madonie, das ist ein Naturschutzpark. Und dieser hat viele Hügel und die sind oftmals dicht bebaut. Und das sieht gerade in der Nacht immer unheimlich faszinierend aus, wenn die wie so eine fliegende Untertasse in der Luft schweben. Ja, jetzt wird es ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, Vater, Ja, ich sag ja. Jetzt schauen wir mal. da komme ich mit meinen Nee. Schüchchen jetzt heute hier nicht runter. Ja. Das ist unser kleiner Mandelbaum. Ein Mandelbaum. Ja, der blüht in der ersten Hälfte vom Februar. Blüht der unheimlich schön. Wow, also es ist der einzige Mandelbaum auf dem Grundstück. Ja, Hast du nicht vor, noch ein paar mehr zu pflanzen? eigentlich schon, aber ich habe noch viel vor. Ja, ihr Lieben, das war's von unserer kleinen Privatführung. Wir werden jetzt heute noch ein bisschen wandern gehen und mein Vater kennt einen ganz besonderen Ort, so ein verlassenes Schwefelbad, wo man wohl noch baden kann. Das wird aber ein neues Video. Dann alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.